Hallo, Ronald Domlin von Reduxi. Heute habe ich meinen Kollegen Maxwell Minotta bei mir, der als technischer Verantwortlicher für Reduxi auf dem skandinavischen Markt fungiert. Heute zeigen wir, wie Sie die Reduxi KI-Energiesteuerung nutzen können. Für Ihre Wallbox, in diesem Fall die Zaptec Go oder die Zaptec Go 2 oder die Zaptec Pro. Die Reduxi KI-Regelung oder Reduxi KI-Energiesteuerung gilt als eine der leistungsfähigsten Energiemanagementsysteme auf dem aktuellen Markt. Dies betrifft sowohl Batterien als auch den Wechselrichter für die Solarmodule und die Wärmepumpe. Aber um ein smartes System für das Smart Home zu haben, müssen Sie natürlich die Wallbox einbeziehen und selbstverständlich kann Reduxi Ihre Wallbox steuern. Ich behaupte sogar, dass Reduxi die am weitesten entwickelte dynamische Lastverteilung für Zaptec ist, weil es Ihnen als Kunde hervorragende KI-Werkzeuge zur Analyse und Datensammlung zur Verfügung stellt. Nun wechseln wir zu einer Webseite und schauen, wie Sie als Kunde auf die einfachste Art und Weise integrieren können. Reduxi mit ihrer Zaptec Go Ladestation. Ja, und als Ausgangspunkt haben wir unsere Web-App. Um zu unserer Konfigurationsseite zu gelangen, auf der wir alle unsere Geräte hinterlegen, gehen wir zu Manage Location oder Hantera Plats, wie es auf Schwedisch heißt. Als nächstes haben wir das Menü OEM Devices oder auf Schwedisch Reduktionsenheter. Wir klicken hier. Und dann sehen wir die Option, eine Verbindung zu unserem lokalen Konfigurator herzustellen. Ich drücke diesen Button und bestätige dies mit OK. Und gleich darauf werden wir bald Zugriff erhalten. Ich klicke auf Go to Controller. Und so sind wir mit dem lokalen Heimnetzwerk des Kunden verbunden, wo wir dann Konfigurationen vornehmen können, wie zum Beispiel Geräte hinzufügen oder unsere Strategien ändern. In diesem Fall gehen wir durch, wie man ein Gerät hinzufügt, Zaptec Go. Ich klicke auf Gerät hinzufügen. Und dann müssen wir zuerst den Gerätetyp auswählen. Hier wählen wir dann Ladegerät aus. Und als Typ wählen wir dann Zaptec aus. Und wir sehen hier, dass wir die Option haben, Zaptec Go hinzuzufügen und auch Zaptec Go 2 sowie Zaptec Pro. In diesem Fall zeigen wir die Zaptec Go. Die Integration für die Zaptec Pro funktioniert aber auf exakt dieselbe Weise. Ich klicke auf Weiter. Und dann wähle ich alle Ladegeräte, um unsere Wallboxen steuern zu können. Und hier kann ich direkt auf Fertig klicken. Und jetzt sehen wir, dass ein Pop-up erscheint von Zaptec. Wo steht, dass Reduxi Zugriff auf Ihre Installation beantragt? Auf Ihre Installation. Hier klicken wir auf Login. Und in diesem Fall müssen wir nur die Seriennummer unserer Wallbox eingeben. Und dann erhalten wir Zugriff auf die Wallbox. Die Seriennummer finden Sie ganz einfach auf der Ladestation selbst und in der Verpackung, wenn Sie Ihren Garantieschein erhalten. Es beginnt normalerweise mit ZAP. Es ist nur diese Nummer, die Sie hier eingeben, wenn wir uns anmelden und verbinden wollen. Ja, und in diesem Fall habe ich meine Hausaufgaben bereits gemacht und ich habe das hier kopiert. Hierher. Dann können wir auf Suchen klicken. Dann sehen wir, dass Ronalds Anlage angezeigt wird und wo wir dann Reduxi den Zugriff gewähren können. Wir klicken auf Zugriff gewähren. Und dann haben wir eine erfolgreiche Autorisierung. Dann schließen wir dieses Fenster.
Wenn wir dann zu Zaptec wechseln, sehen wir, dass diese zu unserem Panel hinzugefügt wurde. Ich klicke hier auf Zaptec. Und dann sehen wir, dass wir nun Werte für unsere Wallbox erhalten. Und so integrieren wir Zaptec in Reduxy. So einfach ist das. Das können Sie selbst tun, wenn Sie Ihr Reduxy erhalten. Oder Sie können natürlich einen Administrator anrufen, der das macht. Aber es ist sehr einfach zu installieren, den Reduxy-Controller, der eine dynamische Lastverteilung für Ihre Ladestation darstellt. Liken Sie dieses Video gerne. Verbreiten Sie es unter Ihren Freunden und Nachbarn und viel Erfolg dabei. Danke!